Hallo liebe Disney-Freunde! In unserem heutigen Video vereinen sich gleich 3 Kontinente. Welche das sind, was TIFF und was MIF bedeutet und was dieser kleine lila Bär damit zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Das ist Bobby. Bobby wohnt seit 6 Monaten bei uns. Kim, ein Zuschauer unseres Kanals aus Australien, genauer gesagt aus Tasmanien, hat ihn uns geschickt. Kim hat eine Lavendelfarm und das erklärt auch die lila Farbe von Bobby, der sich nämlich von Lavendel ernährt. Ihr fragt euch sicherlich, was das mit unserem heutigen Video zu tun hat. Immer wenn ich an Australien denke, dann denke ich an einen gemeinsamen Ausflug, den ich mit Freunden gemacht habe. Ins Yarra Valley und in die Blue Mountains in der Nähe von Melbourne. Da gibt es immer, wie Mutterland England auch, um 16 Uhr einen Afternoon Tea. So wie im Disneyland Hotel in Paris oder im Rose & Crown Pub in Epcot. Der Legende nach wurde der Afternoon Tea von einer Hofdame Queen Victorias, der Duchess of Bedford, erfunden. Die hatte zwischen Mittag- und Abendessen immer einen so großen Hunger, da ließ sie sich um 16 Uhr in ihrem Salon Brot, Butter und Tee servieren. Sie hat auch oft Freunde dazu eingeladen. Und so verbreitete sich diese Geflogenheit bald im ganzen Königreich. Es entwickelten sich viele Variationen zu dieser Teezeremonie. Neben dem Afternoon Tea gibt es noch den Low Tea, den High Tea, den Cream Tea und den Royal Tea. Der Cream Tea ist eine einfache Version des Afternoon Teas. Hier werden nur Scones serviert. Beim Royal Tea wird zum Afternoon Tea auch noch Champagner serviert. Beim High Tea gibt es eine reichhaltigere Mahlzeit und er wird abends eingenommen. Der High Tea entstand im 19. Jahrhundert in Nordengland. Die Arbeiterfamilien kamen abends hungrig von der Arbeit nach Hause und vereinten dann Tea Time und Abendessen und reichten kaltes Fleisch, Brot, Butter, Käse und Pies dazu. High Tea und Arbeiterfamilien, ja, wie passt das zusammen? Viele von euch dachten sicherlich, dass High Tea und High Society etwas miteinander zu tun haben. Die Erklärung ist allerdings eine andere. High Tea kommt daher, dass dieser Tee immer abends am Esstisch erhöht, also high, eingenommen worden ist. Im Gegensatz zum Low Tea, der in der Regel an Salontischen, also niedrig, serviert wird. Nun, welchen Tee trinkt man zum Afternoon Tea? Auch wenn es im Empire mittlerweile ziemlich viele Teesorten gibt, traditionell trinkt man dazu einen Schwarztee, wie zum Beispiel den Earl Grey. Und wie trinkt man jetzt seinen Tee? Sind Sie eher ein MIF oder ein TIFF-Typ? Seit Jahrhunderten wird im Empire darüber gestritten, ob zuerst die Milch in die Tasse kommt, Milk in First MIF, oder der Tee, Tea in First, TIFF. Also, ich bin ja ein bekennender TIFF-Typ. Zucker ist da etwas unproblematischer. Den nimmt man einfach dazu. Aber wir wollen heute gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern uns mit dem Thema Afternoon Tea beschäftigen und was ihr dazu braucht, wenn ihr ihn zu Hause zelebrieren wollt. Beim Afternoon Tea werden in der Regel 3 Gänge auf einer sogenannten Etagere serviert. Im ersten Gang gibt es Sandwiches, danach gibt es Scones mit Clotted Cream und Marmelade und im dritten Gang gibt es gerne kleine Törtchen, Früchte und andere Süßigkeiten. Ich fange mit den Scones an. Für die Scones brauchen wir folgende Zutaten: 3 Tassen oder 400 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, 4 Esslöffel Zucker, eine Prise Salz
150 Gramm kalte gewürfelte Butter und dann für die klassische Variante 100 Gramm in Rum eingelegte Rosinen und 150 Gramm Buttermilch. Und dann gibt es noch eine Variante für Bobby mit Lavendelblüten. Da habe ich einen Esslöffel Lavendelblüten in 150 Milliliter Buttermilch aufgelöst. Dazu gibt es wie in England Clotted Cream und Marmalade. Clotted Cream ist eine fetthaltige gekochte Sahne. Die gibt es im Internet. Wenn ihr sie nicht finden könnt, ihr könnt sie auch selber machen. Das Rezept dazu findet ihr in der Infobox unter meinem Video. Und für diejenigen, die sich rein pflanzlich ernähren, da habe ich ein tolles Video für vegane Scones und einen Clotted Cream Ersatz. Das Rezept ist auch unten in der Infobox. Als erstes vermische ich die trockenen Zutaten. Dafür gebe ich Mehl und Backpulver in ein Sieb, damit wir etwas Luft in unseren Teig bekommen. Dann gebe ich Zucker und die klein geschnittene Butter dazu und vermische alles zu einem gleichmäßigen Teig. Jetzt hätte ich doch beinahe das Salz vergessen und natürlich kommt noch eine Prise Salz dazu. Da ich ja heute 2 Varianten machen möchte, teile ich den Teig jetzt in 2 Hälften. Das passt ungefähr. Jetzt mache ich eine Mulde in den Teig, gebe die Rumrosinen dazu und einen guten Schuss Buttermilch und vermische alles nochmal gut. Und fertig ist unser erster Teig. Für Variante 2 gebe ich nun unsere Lavendelmilch dazu und vermische ebenfalls alles gut, damit wir einen schönen Teig bekommen. Eventuell müsst ihr noch etwas Mehl dazu geben oder noch etwas Buttermilch. Ich denke, das merkt ihr selber, wenn ihr ihn knetet. Der Teig ist perfekt, wenn er ungefähr diese Konsistenz hat. So, der Teig war 30 Minuten im Kühlschrank. Da lässt er sich viel besser verarbeiten. Ich habe etwas Mehl auf die Bretter gegeben und klopfe den Teig jetzt flach, dass er eine Dicke von ungefähr 2,5 cm hat. Scones sind in England nicht nur Nahrungsmittel. Sie sind Lebenselixier schlechthin. Sie helfen dir bei schlechter Laune, bei guter natürlich auch. Sie helfen dir, wenn du gerade mal wieder das Leben in Frage stellst oder du Streit mit deiner Frau oder deinem Mann hast. Sie helfen auch, wenn du dich über das Verkehrschaos in London aufregst oder es mal wieder Bindfäden regnet. Nur beim Abnehmen, da helfen sie nicht. Es gibt sie in den verschiedensten Varianten, zum Beispiel mit Blaubeeren, Rhabarber oder auch herzhaft mit Lauch und Feta. Zum Ausstechen könnt ihr verschiedene Dinge nehmen. Ich habe zum Beispiel diese Mickey Maus Ausstecher. Man kann aber auch gut Gläser verwenden. Dabei sollte der Durchmesser so ungefähr 6 cm haben. Ich bestreiche die Scones jetzt noch mit etwas Milch. Und dann kommen sie bei 190 Grad Celsius bzw. 350 Grad Fahrenheit für ca. 12 bis 15 Minuten in den Backofen. So, während die Scones im Ofen sind, bereite ich schon mal die Sandwiches zu. In England gibt es klassischerweise dazu ein Eiersalat- und Wasserkresse-Sandwich. Den gibt es auch im berühmten Kaufhaus Harrods in London. Und dann habe ich noch 2 Varianten entwickelt, die sind auch sehr lecker. Eine Avocado-Creme mit Tomate und eine Ziegenkäsecreme mit Birne und Walnüssen. Für die Ziegenkäsecreme brauchen wir Ziegenfrischkäse, Walnüsse, klein gehackte Birnen und Feigenmarmelade. Für die Avocado-Creme eine Avocado, klein gehackte Tomatenstückchen, Zitronensaft und etwas Salz und Pfeffer. Für die Eiersalat- und Kresse-Sandwiches brauchen wir hart gekochte Eier, Mayonnaise, Dijon-Senf, einen Löffel Butter, etwas Paprikapulver und Brunnenkresse und nach Belieben noch Pfeffer und Salz. Für den Eiersalat zerdrücke ich Eier mit einer Gabel und gebe dann Mayonnaise, Senf und den Löffel Butter dazu.
Dann würze ich den Eiersalat noch mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Du sag mal, Micky, weißt du eigentlich, was Engländer sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt? Ich vermute, I don't like this, oder? Das kann man schon auch sagen. Aber wenn man besonders betonen möchte, dass einem etwas nicht gefällt, sagt der Engländer, "That's not my cup of tea." Oder wenn ihm etwas besonders gut gefällt, "That's my cup of tea." Da siehst du mal, wie wichtig den Engländern ihre Tasse Tee ist. Also, dann ist ja Anyone Can Cook mit Christian absolutely my cup of tea. Vielen Dank. Für die Avocado-Creme zerdrücke ich die Avocado mit einer Gabel und gebe dann anschließend Zitronensaft, Tomate, Salz und Pfeffer dazu. Und zu guter Letzt die Ziegenkäsecreme. Dafür habe ich einen Ziegenfrischkäse genommen. Da gebe ich die klein geschnittene Birne und die klein geschnittenen Walnüsse dazu. Noch etwas Pfeffer. Salz brauchen wir nicht, der Käse ist schon salzhaltig genug. Und schon ist die Ziegenkäsecreme fertig. Für englische Sandwiches wird die Kruste von dem Toastbrot abgeschnitten. Das schmeiße ich natürlich nicht weg, da mache ich morgen leckere Semmelknödel daraus. Als erstes machen wir den Eiersalat-Sandwich. Dafür gebe ich Eiersalat auf eine Seite. Dabei darauf achten, dass ihr nicht zu viel Salat auf den Sandwich gebt, weil das Essen sonst ein bisschen schwierig wird. Gebe ordentlich Wasserkresse darüber und bestreiche die andere Seite mit etwas Butter, damit die Kresse dann nicht vom Toastbrot herunterfällt. Zum Servieren den Sandwich in mundgerechte Stücke schneiden. Da könnt ihr den Sandwich entweder dritteln, das ist dann eine gute Größe, oder ihr schneidet ihn einfach diagonal in 4 Stückchen. Die kann man dann auch gut anrichten. Das gleiche mache ich jetzt noch mit dem Avocado-Sandwich und mit dem Ziegenkäse-Sandwich. Beim Ziegenkäse-Sandwich bestreiche ich die andere Hälfte des Sandwiches mit der Feigenmarmelade. Die Kombination von dem Ziegenkäse, den Birnen, den Walnüssen, herrlich. Ich freue mich jetzt schon wirklich drauf, das ist mein absoluter Lieblingssandwich. So, die Scones sind jetzt auch fertig. Dann können wir mit dem Anrichten beginnen. Dafür habe ich die Sandwiches noch etwas dekoriert mit Tomate, Brunnenkresse und mit Nüssen. Und dann habe ich Tartlets von meinem Lieblingsbäcker besorgt und habe noch Erdbeeren mit Schokolade überzogen. Jetzt noch die warmen Scones. Und dann kann es auch schon losgehen. Voilà. Bon Appetit! Clotted Cream oder Marmelade? Was kommt zuerst auf die Scones? Nun, Scones schmecken erstmal neutral, wenn man sie ohne alles essen würde. Aber das machen wir natürlich nicht. Und da wären wir auch schon beim erbitterten Streit, den die Einwohner Devons und Cornwalls seit Jahrhunderten austragen. Ob zuerst die Clotted Cream oder zuerst die Marmelade auf den Scone kommt. Ich mache es wie die Einwohner Devons. Bei mir kommt zuerst die Clotted Cream darauf. Aber auch nur, weil es besser aussieht,
Schmecken tut beides ganz genauso gut. So, das war's wieder mal für heute. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Like, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Bis bald, euer Christian. Echt lecker.